So, in diesem Video will ich euch mal exemplarisch zeigen, wie man den Kühler bzw. den Heatsink bei einem Laptop tauscht. Generell ist es ja so, dass in einem Laptop die Lüfter, der Heatsink und so, die sind grundsätzlich alle gleich aufgebaut. Ja, also da gibt es, die sehen unterschiedlich aus natürlich, also die haben teilweise andere Farben. Auch der Heatsink selber sieht unterschiedlich aus. Der Hauptunterschied bei den Laptops ist eigentlich nur, da gibt es zwei Unterschiede. Das eine ist, ob der Heatsink, der Kühler selber, mit den Lüftern fest verbunden ist, wie das jetzt bei diesem Gerät ist. Bei manchen Geräten ist es auch so, dass die Lüfter quasi einzeln sind und der Heatsink dann separat zu tauschen ist. Und der zweite Unterschied ist einfach, ob in einem Laptop CPU und GPU verbaut sind oder eben, also meistens ist der Grafikchip dann nicht dabei und dann hat man zum Beispiel nur so ein kleines Metallkühlungsdingsbums hier. Und natürlich, es gibt Laptops, da sieht das viel, viel komplizierter aus. Das ist riesig, das sind dicke Leitungen, das sieht aber es ist wirklich tatsächlich im Grunde genommen immer dasselbe. Das heißt, wir schauen uns hier ein Modell an mit CPU und GPU und eben auch mit Lüfter dran. Und je nachdem, wenn man das bei dem eigenen Modell, wenn es da einfacher ist, dann wird natürlich auch das ganze Prozedere einfacher. Gut, fangen wir an. So, Schritt Nummer 1 ist natürlich, das Gerät erstmal aufzumachen. Und da haben wir zu extrem vielen Modellen wirklich ganz genaue Anleitungen. Aber letztendlich, Grundprinzip ist immer gleich. Man macht die Schrauben raus, hebelt die Unterseite weg und macht auf jeden Fall als allererstes den Akku weg. Also wir wollen auf jeden Fall, dass das Gerät keinen Strom mehr hat. Auch das, wie gesagt, wir haben da die Reihe Laptop von innen. Da zeige ich das quasi wirklich detailliert für jedes Modell. Und wenn man das mal hinter sich hat, dann schaut man als allererstes mal, wie das bei seinem Gerät aussieht. Wenn ihr bei uns auf den Shop geht, euer Modell eingebt, dann seht ihr zum Beispiel schon, ob die Lüfter einzeln sind oder ob der Heatsink und die Lüfter zusammenhängen. Und da kann man sich dann schon ein sehr genaues Bild machen. Im Normalfall sind die Lüfter selber mit 2 oder 3, meistens mit 3 Schrauben befestigt. Das sind in dem Fall jetzt hier diese, ja, auf beiden Seiten. Dann hat jeder Lüfter separat ein Kabel, das zum Mainboard geht. Also auch das kann man sehr einfach nachverfolgen. Hier drüben zum Beispiel ist es das hier. Und dann ist eben der Heatsink selber auch noch verschraubt. Und auch der ist meistens mit 3, manchmal mit 4 Schrauben pro Heatsink befestigt. In dem Fall jetzt sind es 3 für die CPU und die GPU. Und das Prinzip ist wirklich so simpel, dass man die Schrauben alle löst, die Kabel natürlich trennt und dann kann man quasi die gesamte Einheit einfach nach oben rausnehmen. Und das funktioniert genauso, wenn die Lüfter einzeln sind. Dann reicht es, wenn man den Heatsink rausmacht. Wenn nur eins dran ist, also es ist immer das gleiche Prinzip. Bei den Kabeln würde ich sagen, gibt es nur eine Sache, je nachdem. Also die meisten dieser Kabel, den traue ich nicht über den Weg, die sind mir viel zu dünn. Also ich würde die Stecker dann tatsächlich nicht hier einfach rausrupfen, sondern ich würde versuchen, die so seitlich zu greifen und dann nach hinten rauszuziehen. Und das Zweite ist, dass die meisten Kabel, manche haben einen Punkt, bei anderen ist es so, dass man sich einfach merkt, wo man die Kontakte sieht. Ja, also in dem Fall zeigen die Kontakte nach oben. Ja, auf der anderen Seite sieht man keine Kontakte. Das merkt man sich am besten. Und genau, dann machen wir das auf der anderen Seite auch noch. Da kommt man jetzt nicht so gut ran. Und generell ist es auch so, wenn man mal irgendwo nicht gut rankommt, dann kann man natürlich auch einfach, jetzt in dem Fall zum Beispiel, könnte man das WLAN-Modul auch einfach rausmachen. Und es gibt auch Laptops, da laufen die Kabel vom Lüfter noch durch irgendwelche Sachen durch. Aber das ist im Normalfall, wie gesagt, eigentlich alles problemlos.
So, wenn wir die beiden Kabel draußen haben, dann gibt es auch bei fast allen Modellen sind die Schrauben durchnummeriert. Das heißt jetzt nicht, dass man die in der Reihenfolge rausmachen muss, aber prinzipiell, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, ne? Aber da ist zum Beispiel 1, 2, 3. Dann sehen wir hier die 4, die 5 ist hier unten drunter, die 6. Und dann geht es hier drüben weiter mit 7, 8, 9. Und dann haben wir hier 10, 11, 12. Also auch das nur zur Hilfe. So, ich benutze hier übrigens für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so braucht. Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Finde ich super praktisch, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und ich habe jetzt hier, ich nehme einfach einen PH0 als Aufsatz. Und dann fange ich mal an, das rauszuschrauben. Und da ist es so, am besten, also man schaut einfach, die Schrauben sich getrennt aufzubewahren. Einmal die vom Lüfter selber. Und da ist es so, im Normalfall sind die gleich lang. Aber trotzdem als Hinweis einfach schauen, ob sie wirklich gleich lang sind. Ich habe es auch schon erlebt, dass dann hier zum Beispiel irgendwo eine längere Schraube oder eine kürzere Schraube drin ist. Die haben dann meistens auch eine andere Farbe. Also die Sachen einfach nur auf dem Schirm haben und dann eben gegebenenfalls einfach die Schrauben getrennt aufbewahren. So, und dann machen wir das gleiche hier mit dem Heatsink. Auch da machen wir die Schrauben raus. Und da sieht man, die sind gleich lang. Ich behalte die jetzt aber trotzdem separat. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Einfach dann weiß ich, ob ich alle Schrauben richtig verbaut habe. Ja, und das müsst ihr jetzt nicht mehr so machen, aber ich mag das. Und das ist eben auch genau der Grund, warum man hier den Akku und generell natürlich auch das Netzteil und so weiter absteckt. Weil sollte man in irgendeiner Form mal mit dem Schraubenzieher auf den Kontakt kommen oder so weiter, ja, wenn da noch Strom drauf ist, überbrückt man da natürlich ganz schnell was und ja, oder eine Schraube fällt runter und überbrückt 2 Kontakte und dann hat man ratzfatz einen Kurzschluss. Und so ist man da einfach echt auf der sicheren Seite. Gut, wie gesagt, wenn man jetzt alle Schrauben raus hat, dann kann man den Heatsink tatsächlich einfach nach oben hin abziehen. Und je nachdem, also das kann ruhig ein bisschen kleben, ja, also nicht dran reißen wie ein Wahnsinniger. Aber auf jeden Fall kann das natürlich hier so ein bisschen kleben. Aber ja, wie man sieht, hat man den super einfach hier ausgebaut. Und in dem Fall kann man jetzt sehen, also zusätzlich, ja, die einzigen Stellen, wo wirklich Kühlpaste drauf ist, ist ja wirklich auf dem Chip selber oder den Chips. Und der Rest hier, das ist eben oft so, der wird eben noch mit Kühlstreifen gekühlt. Die kann man auch einfach drauf lassen. Da kleben dann manche vielleicht auch auf der anderen Seite dran. Also das einfach lassen, da braucht man gar nichts weiter zu machen. Und dann kommt man zum nächsten Schritt und das ist einfach die alte Kühlpaste oder Wärmeleitpaste entfernen, sowohl auf dem Chip als auch auf dem Kühler. Und das mache ich jetzt in dem Fall ganz unprätentiös hier mit Klopapier. Und da gibt es natürlich auch die Fälle, wenn das wirklich richtig vertrocknet und nicht gut geht, dann kann man sich da natürlich auch einfach traditionell ein bisschen Brennspiritus bereitstellen. Das schadet mit Sicherheit nichts. Da einfach nur ganz wenig. So. Das Gleiche machen wir jetzt hier auch beim Kühler. Wie gesagt, wenn das arg eingerostet ist, dann nimmt man da einfach ein kleines bisschen so, ganz prinzipiell, wenn man aus irgendeinem Grund den Lüfter oder den Kühler austauschen muss, und da gibt es ja ganz verschiedene Gründe, warum das mal der Fall sein kann. Das ist ja nicht immer nur, dass der kaputt ist, aber vielleicht muss man das Mainboard ausbauen.
Manchmal gibt es auch den Fall tatsächlich, dass man beim Displaydeckeltausch zum Beispiel, dass ein Kabel unter dem Lüfter langläuft oder sogar unter dem Heatsink. Das ist immer ganz toll gemacht. Da muss man dann quasi den Heatsink ausbauen, nur um an ein Kabel ranzukommen. Und wenn man das aber macht, dann kann man eigentlich auch immer gleich die Chance nutzen, der ist jetzt noch relativ sauber, die Kühlrippen einfach sauber zu machen. Die kann man mit Luft wegpusten, mit einem Pinsel ein bisschen ausstreichen, die Lüfter selber auch. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Viele Geräte haben ja auch hier hinten jetzt zum Beispiel dann noch Kühlrippen. Also auch die kann man wirklich, wenn das mal einmal auf ist und der Kühler weg ist, kann man die ja mal ordentlich auspusten mit einer Spray. Da gibt es so eine Sprühdose, wo einfach nur Luft drin ist. Super Geschäftsmodell. Und dann macht man das auch einfach alles gleich mal richtig sauber. So, nächster Schritt. Neue Wärmeleitpaste. Hier ist es so, dass wenn man jetzt den Lüfter tatsächlich tauscht, oder den Heatsink in dem Fall, den Kühler, die neueren Modelle, die kommen fast alle schon mit einer neuen Wärmeleitpaste auf dem Kühler selbst. Das ist recht häufig der Fall. Sollte das mal nicht der Fall sein, dann liegt auch meistens bei einem neuen Kühler eine neue Wärmeleitpaste mit dabei. Sollte man auch das nicht haben, dann kann man sich einfach welche kaufen natürlich. Also wir haben da wirklich bei uns im Shop kleine Tuben, die genau für einmal tauschen eigentlich reichen. Also man muss da auch nicht so eine riesen Tube quasi kaufen. Wenn man sich die woanders kauft, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, keine Wärmeleitpaste zu nehmen, die leitend ist. Das gibt's auch. Das wäre mir jetzt einfach zu gefährlich, weil, wie gesagt, leitend, wenn man da aus Versehen ein bisschen was nebendran macht, dann überbrückt man hier ratzfatz irgendwelche Sachen und kriegt einen Kurzschluss. Also genau, nehmt da einfach die bei uns aus dem Shop und dann seid ihr da einfach wirklich auf der sicheren Seite. So, was ich oft höre, ist, dass da so ein bisschen Unsicherheit darüber besteht, wie viel man drauf macht und wie man es drauf macht. Und da kann ich nur sagen, das kann man wirklich recht entspannt sehen. Also je nachdem, man sollte es jetzt nicht übertreiben, ja, ganz klar. Also wenn das dann hier überall hinquillt, dann hat man natürlich zu viel. Aber das Grundprinzip ist eigentlich, dass man es einfach ein bisschen bedeckt. Okay? Also man macht einfach, man fängt hier an. Und dann bedeckt man das einfach. So, und der Rest, der da jetzt drauf ist, der wird dann einfach durch den Druck vom Kühler zur Seite gedrückt. Ja, da könnte man jetzt schon argumentieren, ob das vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel ist. Aber wie gesagt, macht euch da einfach nicht zu viel Stress. Das ist einfach, ich probiere jetzt mal Kamera halten und das gleichzeitig. Ja, manche machen auch nur einen Tropfen drauf und lassen dann den Rest einfach sich selber breit drücken quasi. So, und wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwo zu viel drauf, dann natürlich das gleiche Prinzip. Man kann da jetzt auch einfach hier mit dem Taschentuch ein bisschen was wegnehmen. Ja, aber das sieht im Grunde genommen okay aus. Wie gesagt, der Rest drückt sich dann fest. So, ja, und dann kommt der Kühler natürlich einfach wieder von oben hier drauf. Und da guckt man einfach, das ist auch überhaupt kein Hexenwerk, ja, braucht man sich auch nicht so viel Gedanken zu machen. Man will es jetzt nicht ewig verschmieren. Das heißt, ich lege den jetzt von oben drauf und gucke, dass der hier schon quasi auf den Gewinden drauf sitzt, ja, so. Und so, das Kabel ist okay, das Kabel ist auch okay. Und hier sitzt so ein bisschen drunter, das wollen wir nicht. Das soll hier nicht verdrückt werden. So. Genau, und dann einfach wieder verschrauben. Das war tatsächlich schon alles. Und da fange ich auch am Heatsink an, nicht bei den Lüftern.
Und ich gehe dann über Kreuz, dass man die Sachen auf jeden Fall schon mal hat. Ja, und ansonsten, wie gesagt, also wo man eigentlich das Einzige, wo man ein bisschen drauf schauen sollte, das ist sowas wie hier, ne? Also dass man jetzt diese Kabel eben nicht unten drunter hat, dass die nicht großartig da eingeknickt werden. Aber ansonsten ist das echt alles ziemlich schmerzfrei. So, ja, ganz, ganz wichtig, am Ende nicht vergessen, die Lüfter wieder anzuschließen. Das ist super ärgerlich. Und da, wie gesagt, eingangs ja schon erwähnt, gucken, dass man die auch richtig rum wieder ansteckt. Und auch schauen, dass die wirklich richtig im Slot, also im Stecker selber sitzen. Genau, dann kann man natürlich auch den Akku wieder einstecken. Kann das Gerät zumachen oder man kann es jetzt eigentlich in dem Zustand, wenn man will, auch schon mal starten. Gucken, ob sich alles dreht. Und natürlich kann man auch, wenn man will, softwareseitig gibt es auch diverse Möglichkeiten, um die Lüfter und die Kühlung zu testen, beziehungsweise dann die Temperatur zu testen und zu schauen, ob da dann alles funktioniert. Aber wenn man diese Schritte so befolgt hat, sollte man da auf der sicheren Seite sein. Gut, ich hoffe, dass ich euch irgendwie hier weiterhelfen konnte. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen dergleichen, lasst uns einfach einen Kommentar da. Bei einem Like wäre ich jetzt auch nicht böse. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.